Zusammen mit einer peruanischen Familie, ihren 3 Lamas sowie 3 Hunden werde ich 10 Tage durch die Anden wandern. Mich interessiert, wie die Nomaden hier in dieser atemberaubenden, aber auch rauen Bergwelt auf über 4000 Metern Höhe leben. Das sind Wayra, Punya, Mutu, mein Guide Rosa, ihre Familie und ich. Dank Rosa wird mir die Tür zur indigenen Bevölkerung geöffnet, denn sonst ist es quasi unmöglich, Kontakt mit dem Volk der Quechua aufzunehmen. Es ist meine erste Begegnung mit einem indigenen Volk. Eine Reise, die nicht immer einfach werden wird. Das hat halt keinen Sinn, also die quälen sich beide. Und nach der ich die Welt wieder ein Stück anders wahrnehmen werde. Hola, ist Urubamba? Okay. Ich starte in Cusco, dem Zentrum des alten Inka-Reiches, und fahre zunächst mit dem Colectivo, einem Sammeltaxi, ins tiefer gelegene Urubamba. Es ist Mai, Ende der Regenzeit, und die grüne Andenkulisse zieht an mir vorbei. Ist Urubamba. Sí. Vale, gracias. So, der Rucksack hat zum Glück den Transport überlebt. Ich war echt so ein bisschen am Zweifeln, ob die das da oben sichern, aber ja, sie haben es gut gemacht. Und jetzt geht es mal ins Hostel und dann morgen richtig weiter. Urubamba ist eine Kleinstadt und liegt im sogenannten Heiligen Tal der Inka. Dieser Ort ist relativ untouristisch und man bekommt einen wunderbaren Einblick in die traditionelle Lebensweise der Peruaner. Auf dem Markt mache ich letzte Besorgungen und bereite mich auf die anstehende Tour vor. Es 3.50. 3.50. ¿Y cuánto cuesta esto? Un sol. 3 soles. Gracias. Vale. Wir werden in den Bergen zwischen Urubamba und Lares wandern. Mit einem Tuk-Tuk geht es hinauf nach Pumahuanca. Dort lebt Octavio mit seiner holländischen Frau Lisette. Buenos días. Ich habe den Kontakt über Facebook bekommen, als ich nach Lama-Haltern gesucht habe. Octavio hat mir bereits eine Einführung in das Leben der Bergbewohner gegeben und stellt mich seiner Tante Rosa vor, der die Lamas gehören. Hola, buenos días. Buenos días, mami. Alianche no se roja. Sie spricht hauptsächlich Quechua und ein wenig Spanisch. Es wird also interessant, wie wir uns verständigen werden. Ella es Wayra. She is Wayra. She has grown up in our garden, Wayra. Ah, okay. That's why she recognized me. Wayra. Wayra? Wayra. Wayra? Wayra. 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 Ra. Ra. Okay. Wayra. It means wind, you say? Wind, yeah. Wind, okay. She will be your pack llama. Ah, okay. Or he. It's a he. Okay. And females, Yeah. they don't carry it, only males they carry it. Yeah. So that Wir packen mein Gepäck um und verteilen es auf die beiden männlichen Lamas, Wayra und Mutu. Punya, das weibliche Lama, bleibt unbelastet, da sie später Jungtiere haben soll und deshalb geschont wird. Zunächst lerne ich das Satteln und Halten der Tiere, denn das ist gar nicht so einfach. sometimes when it's too aggressive, you can take it here and then this is the dominate. Like this will stay okay. Die Familie Puma Cruz ist eine der wenigen, die an Menschen- und Lastentransport gewöhnte Tiere halten und auch Lama-Trekking in Zukunft anbieten wollen. Denn dieser Trend ist eher europäischen Ursprungs. Heutzutage werden Lamas nur selten als Lastenträger genutzt. Maultiere und Pferde sind mittlerweile viel gängiger. Doch für mein Trekking möchte ich unbedingt die Erfahrung machen, wie einst schon die Inkas durch die Anden reisten. So, ich habe jetzt mein erstes Lama in der Hand. Ich glaube, wir ziehen noch gleich los. Ich muss noch meinen Rucksack irgendwie aufsatteln. Ist gar nicht so einfach, das gerade alles parallel zu managen mit Kamera und einem Tier in der Hand. Aber das wird schon irgendwie klappen.
Jetzt geht es bergauf. Ab und an kommt das eine oder andere Lama noch vom Weg ab. Aber Rosa läuft hinter ihnen her und treibt sie wieder zusammen. Punja läuft allein. Sie ist auf Menschen geprägt und braucht fast keine Anweisungen. Denn manchmal kommt es vor, dass Mütter ihre Jungtiere verstoßen und dann werden die Lamas mit der Flasche großgezogen. Doch die meisten Tiere sind scheu und daher gewohnt, im Schutz der Herde zu laufen. Unterwegs kommt Rosas Sohn Javier dazu. Er hilft uns die ersten Tage beim Führen der Lamas. ¿Es un pueblo o Es solo una comunidad? Comunidad. Also una comunidad es más pequeña que un pueblo. Baja pequeñas. Ah, vale. Wir erreichen schließlich die Comunidad Pachak auf 3800 Metern. Rosas Grundstück besteht aus 2 Steinhäusern und ist umgeben von Weiden für die Tiere. Im anderen Haus lebt eine der ältesten Töchter, Rosa Maria mit Baby Camilla. Insgesamt hat Rosa 10 Kinder und lebt alleinerziehend mit den Tieren ganzjährig hier in den Bergen. Somos cinco varones y 5 mujeres. Todos vivimos acá en Ulbama nomás. Ulbama nomás. Y todos trabajan. Tengo 3 hermanas que están estudiando, 3. ¿Qué es típico para estudiar aquí? Lo que es turismo, guía de turismo, gastronomía, lo que es cocinero. Sí. Javier ist 23 und arbeitet 7 Tage die Woche in der Security. Wenn er mal frei bekommt, geht er zum Beispiel seine Mutter besuchen. Ich frage ihn, ob da noch Platz für eigene Träume bleibt oder man in Peru auch mal reist. Sí se podría, no, con la familia. A cada uno no le gusta eso. Más están con su familia. La familia es muy Importante. importante. Sí. Durch diesen engen Zusammenhalt bringen die Kinder oft Leckereien aus der Stadt mit. Heute gibt es frische Chicha, ein Getränk aus fermentiertem Mais. ¿Cuántas horas necesitan para preparar la chicha? Son 3 días. 3 días. Sí. Ah, ¿Está bien? sí, está Está bien. Me gusta. Con Sí, cuy. Auf dem Boden rennen 6 Meerschweinchen, sogenannte Cuys, herum. Ein Cuy ist ein Festtagsmahl in Peru und gilt als besondere Delikatesse. Manche Peruaner wissen, dass sie bei uns geliebte Haustiere sind, aber oft verstehen sie nicht so ganz, warum wir sie nicht essen. Am Nachmittag nimmt mich Rosa Maria mit zu den Alpakas. Ihr Kind hat sie auf dem Rücken in der Bolsa. Sie sieht jeden Morgen und Abend nach dem Rechten, treibt die Tiere zu einem neuen Weideplatz mit frischem Grün oder abends zurück in die Nähe des Hauses. Todos los días hay que juntar y al día siguiente otra vuelta tiene que salir para comer también, ¿no? Pastear. Y de ahí regresar a la vuelta a su corral. Sí. In den Anden ist es üblich, Hütehunde zu halten, die Alarm schlagen, sollten sich Pumas oder Diebe nähern. Stolz zeigt mir Rosa Maria die malerische Landschaft und erzählt, auf welchem Berg sie schon als kleines Kind war. Man spürt, dass sie das Leben hier in den Bergen und die Tiere liebt. Es braucht also nicht viel, um glücklich zu sein. Rosas jüngste Tochter heißt Zenaida, ist 10 Jahre alt und geht normalerweise in Urubamba zur Schule. Aber wegen einer Erkältung ist sie nun in den Bergen bei der Mutter. So, erster Tag ist geschafft. Ich liege in meinem kleinen Zelt und kann bisher nur sagen, war echt schön. Die haben mich sehr gut aufgenommen. Das war heute ganz süß, wo wir das Zelt zusammen aufgebaut haben. Ich glaube, sie haben nicht ganz verstanden, was ich da mit habe alles. Also ich habe ja auch eine Isomatte, die halt wirklich Schnee aushält. Das ist voll süß. Sie haben mir hier noch eine Decke gegeben und alles als Unterlage, weil sie halt Sorgen haben, dass ich wahrscheinlich erfriere draußen. Aber ich glaube, das wird passen. Der Tag startet sehr früh in Peru.
Aktuell geht 5:30 Uhr die Sonne auf, 17:45 Uhr ist sie auch schon weg. Da passt man sich halt an. Als ich mein Zelt zusammenpacke, ist um mich herum also schon voller Betrieb. Es gibt 3-mal am Tag Papas, frisch geerntete Kartoffeln aus dem Garten. Peru hat über 4000 Kartoffelsorten. Es ist damit das Hauptnahrungsmittel der Andenbewohner, neben Alpakafleisch als Proteinquelle. Ich finde es spannend, dass meine Kartoffeln jetzt jeden Tag anders schmecken. Nach dem Frühstück satteln wir die Lamas. Mit einer Knotentechnik, die ich bis heute nicht gelernt habe. Ja, heute darf ich auch das erste Mal ein Lama führen und zum Glück ein recht angenehmer Genosse, also wirklich einfaches Tier, um reinzukommen. Se gusta los zapatos. Es no comida. Vale. So langsam läuft es sich auch ein. Also ich bin froh, dass er so entspannt ist. Es gibt wahnsinnige Unterschiede zwischen den Lamas. Also wir haben hier ein richtiges Power-Lama dabei. Der ist 6 Jahre alt und lässt sich nicht so einfach alles gefallen. War ein bisschen schwer, ihn zu überreden, überhaupt heute zu laufen, aber dann zum Ende hin ging's. Der Sohn von Rosa hat auch noch geholfen. Und dann irgendwann hat er, glaube ich, sich am Schicksal ergeben, dass er jetzt wandern muss. Jetzt warten wir hin und wieder zwischendurch auf Rosas Tochter. Die ist leider krank, also gestern Kopfschmerzen, heute Halsschmerzen, ziemliche Erkältung offenbar. Und ich hoffe, dass es ihr dann auch bald besser geht. Aber jetzt müssen wir halt immer mal auf sie warten, weil es ist halt schon mit einer Erkältung sehr anstrengend, hier die Berge hochzulaufen. Ja, wenn man dann immer wieder Pausen macht, dann kommt man so in so einen Trott und will auch immer nur Pausen machen. Durch Tiere bleibt man halt immer wieder stehen. Ich glaube, das macht es dann eher langatmig. Aber trotzdem wandert sich sehr angenehm mit den Tieren. Man muss natürlich auch dazu sagen, die nehmen uns sehr viel Gepäck ab, das wir nicht hier mit hochtragen müssen. Normalerweise zieht Rosa mit ihrer Familie nur alle 3 bis 4 Monate umher, wenn die Tiere neues Weideland brauchen. Aber wegen der Wanderung werden wir nun jeden Tag eines ihrer Häuser besuchen. Ja, also der Nachmittag sieht immer ungefähr so aus. Man kommt an, macht die Hütte bereit, macht den Ofen bereit, im Sinne von Feuerholz auch sammeln, Holz kleiner machen, dass man was zum Anfachen hat. Dann häufig noch Kartoffelernte. ¿Cuántos? Con pauta. Papas sanguchean para comer. Medium. Was? Für mich heißt es dann noch Zelt aufbauen, entspannen, Natur genießen. So, jetzt sind wir wirklich mitten in den Anden. Ich glaube, hier kommen nicht so viele Leute hin, also es ist recht keine Touristen, sondern wirklich nur die Einheimischen. Und da hinten stehen ein paar Maulesel, die gehören auch zu Rosa oder ihrer Familie. Es ist wahnsinnig ruhig hier, das ist schon echt toll. Klingt nach einer nassen Wanderung. Vielleicht hört es auch auf. Im Mai soll es in den Anden eigentlich super wenig regnen. Nach meiner Erfahrung ist es auch so, dass die Regenwürmer nicht lange anhalten. Ja, hinter mir ist die Laguna. Die haben wir jetzt mittlerweile erreicht. Es ist heute eigentlich eine 4- bis 5-stündige Wanderung geplant, noch mit einem Gipfel. Aktuell zweifle ich daran, dass wir das so hinkriegen oder wir kommen ins Dunkle. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Route gibt. Ja, wir müssen nach wie vor viele Pausen machen. Die Tochter ist halt echt krank und Rosa mittlerweile auch. Die haben beide irgendwas Grippales. Ich versuche demnach so ein bisschen Abstand eigentlich zu halten und hoffe, dass ich mich nicht auch noch anstecke. Klar, die Wege hier, das sind keine riesen Anstiege, die wir heute laufen. Aber mit so einem Infekt kann man das halt eigentlich nicht machen. Und ich glaube, die machen das halt jetzt wegen mir, weil ich ja quasi so eine Tour mit denen geplant habe.
Ich werde das mal beobachten, vielleicht schlage ich vor, dass wir einen Pausetag oder so einlegen. Also wie es jetzt ausschaut, wir machen so viele Pausen, das hat halt keinen Sinn. Also die quälen sich beide. Das wird halt nicht besser bei einer sportlichen Betätigung. Also eigentlich müssen sie es auskurieren. Ja. Ja, wir sind tatsächlich noch angekommen. Im Dunkeln, wie ich es leider befürchtet habe. Ich hätte vielleicht etwas sagen sollen. Es hat dann nur geregnet. Ich kann es natürlich verstehen. Also die beiden hatten halt gar keine wetterfeste Kleidung, haben sich dann halt mit Planen und Plastiktüten ausgeholfen. Ich fand es auch krass, dass die Kleine einfach den Weg wirklich gefunden hat im Dunkeln. Und das waren leider jetzt nicht einfach mal befestigte Wege, sondern das waren auch wieder Wege durch Wasserfälle oder Moor, Sumpf, was auch immer. Ich denke mal, also dadurch, dass die hier alle 3-4 Monate eigentlich die Häuser wechseln, dass sie die Wege einfach aus dem FF kennen und dann halt, also habe ich ja bei Rosa auch gemerkt, komplett im Dunkeln wissen, wo sie lang müssen. Ich glaube eher, das ist hier auch so ein bisschen Mentalität, dass die Kinder müssen immer mit und egal wie weit der Weg ist. Das habe ich zumindest jetzt so das Gefühl bekommen. Also weil sie dann auch, zwar auf Quechua, also ich verstehe nichts, aber man merkt ja die Stimmung, ziemlich oft auch ermahnt wurde, sie soll schneller machen und sie war eigentlich total fix und fertig. Also die Kleine tat mir total leid. Naja, da wird sich jetzt noch einiges an Kulturunterschieden die nächsten Tage, denke ich, ergeben. Aber ich werde auf jeden Fall darauf achten, dass wir vielleicht einfach nicht wieder ins Dunkle kommen, weil das war wirklich ein Abenteuer. Mein Lama hat mich, wo es dann bergab ging, fast nur noch gezogen. Das hatte, ich weiß nicht, ob es Angst im Dunkeln hatte oder irgendwas geahnt hat, aber auf jeden Fall hat es auch immer nur wimmernde Laute von sich gegeben. Ich habe richtig gemerkt, also es will heim und es hat mich nur gezogen. Also da war nichts mehr mit ich führe dich oder nur noch sehr wenig, bis wir dann halt fast gar nichts mehr gesehen haben und nur noch Rosa diese kleine Stirnlampe von mir vorne hatte. Letztendlich sind wir beide dann auch richtig schön den Hang runtergerutscht. Also hat sich einmal vertreten, ich dann Leine hinterher geflogen, komplett mit dem Rucksack, flatsch. Dann hat es auch noch die Tasche verloren, die haben wir dann liegen lassen, weil Rosa meinte, wir sind kurz vorm Haus. Die haben wir dann quasi im Nachhinein geholt, weil in dem Zustand konnte man so einfach nicht mehr satteln. Das war auch stockduster und mit einer Lampe geht das einfach nicht. Also ich bin einfach froh, dass wir alle irgendwie, zwar durchnässt, ohne Ende, aber irgendwie es geschafft haben, hier im Haus anzukommen. Heute ist wirklich Ruhetag angesagt. Das haben die beiden von sich aus heute Morgen gleich vorgeschlagen. Und ich selbst, ja, mich jetzt auch erwischt. Ich spüre leicht Kopfschmerzen und mein Hals kratzt, juhu. Und es ist immer noch kalt draußen und regnet ein bisschen. Das macht es irgendwie nicht besser. Am schlimmsten ist es dann, wenn man in die nassen Wanderschuhe von gestern mit seinen gerade so schön warm gewordenen Socken reinsteigen darf. Mir kam gerade die Idee, wenn die Sonne schon scheint, sollte ich das nutzen und meine Haare mal waschen. So nach 3-4 Tagen fangen die dann an, immer zu jucken. Ich glaube, das kennt jeder. Aber ja, es war eine erfrischende Haarwäsche. Ich bin immer noch angespannt vom gestrigen Tag. Mein Kopf muss all die Eindrücke verarbeiten und die kulturellen Unterschiede verstehen. Ich vermisse jemanden, mit dem ich all das teilen kann. Jemanden, der meine Sprache fließend spricht. Also nutze ich den Ruhetag, um zu reflektieren, etwas Zeit für mich zu haben und neue Kraft zu schöpfen. Guten Morgen. So, heute haben wir Morgentau. Das heißt, es müssen so um die 0 Grad mindestens in der Nacht gewesen sein. Meine dicken Isolationshandschuhe kamen jetzt auch gerade zum Einsatz, weil ich trotz allem am Bach war, mich waschen. Ja, ich hab dich auch gern. In der Hütte brennt bereits der Ofen. Rosa und ihre Tochter sind immer noch krank, aber immerhin lachen die beiden heute schon wieder. Die primitiven Steinhütten erinnern mich an das Mittelalter. Es gibt kaum Licht und der Ofen ist offen, wodurch der Rauch nur durch das Strohdach und die Tür entweichen kann. Eine Plattform aus Ästen mit Decken und Fellen dient als Bett. Überall liegen Sachen verteilt und es wirkt ziemlich chaotisch.
Ich muss sagen, auf Dauer wäre das Leben hier nichts für mich. Heute stehen 600 Höhenmeter bis zum Gipfel an. Wir machen zwar noch viele Pausen, liegen aber deutlich besser in der Zeit. Die Lamas werden zunehmend quengelig, da es in der Höhe weniger Gras gibt. Pausen brauchen sie ohnehin, um zu fressen. Aber bei weniger Futter fällt es schwer, die Motivation zu halten und weiterzugehen. Oben angekommen breitet sich ein faszinierender Kontrast aus. Auf der einen Seite schroffe Bergspitzen und Geröll, auf der anderen sattes Grün und Lagunen. Ja, mein Handy sagt 4780 Meter. Ich glaube, die Lamas hatten gerade weniger Freude daran, hier den Berg hochzugehen. Aber es hat sich gelohnt, die Aussicht ist genial. Ja, man merkt, das ist denen ein heiliger Ort. Einige Felsen wirken auf mich wie Vulkangestein. Doch später erfahre ich, dass hier einst ein Gletscher war, der durch die Erderwärmung geschmolzen ist. Heute schlafe ich bei Rosas Freunden im Garten. Ich schätze es sehr, dass sie mich hier überhaupt aufnehmen. Ich bin eigentlich hier angekommen. Ich wurde zwar begrüßt, aber die haben aber nicht ansatzweise mal irgendwie gefragt, wer bin ich, wie heiße ich oder irgendwas. Also erwarte ich jetzt auch nicht, weil zu den Leuten werde ich jetzt hier keinen Kontakt weiter aufbauen, aber ich fand's krass, weil das kenne ich von unserer Kultur halt gar nicht so. Also wenn ich da irgendwo in einer Truppe hinkomme, wo mich keiner kennt, hat man ja wenigstens so ein bisschen Interesse. Wer bist du, was machst du? Also hier überhaupt nicht. Gar nicht der Fall. Nee. Gerade dadurch, dass die Leute so zurückgezogen sind, fühle ich mich doch recht allein, muss ich ehrlich sagen. Also sobald ich in der Natur allein rumlaufe, eigentlich überhaupt nicht. Aber unter Menschen ist es immer sofort so, wenn man da irgendwie nicht zugehörig ist es echt schwierig. Vor allem, wenn man halt allein jetzt unterwegs ist. Ich habe da gerade auch echt mit zu tun. Ich würde auch gern einfach mal wieder ein Lebenszeichen an Freunde und Familie draußen senden. Aber es gibt nirgends Signal. Ja, das ist Mist. Und ich muss ehrlich sagen, da merkt man mal, wie verwöhnt man vom Telefon ist, dass man eigentlich immer Anschluss irgendwie zu seinen Liebsten hat. Und jetzt gerade halt nicht. Tja. Lecker. Am nächsten Morgen spüre ich immer noch die misstrauischen Blicke der Hausherren, die für die Übernachtung etwas Trinkgeld und Kokablätter erwartet. Sie dulden mich quasi auf ihrem Grundstück und wollen dann natürlich auch Geld. Wobei die auch überall in Peru von Touristen Geld wollen. Bin ich schon gewohnt. Aber ehrlich gesagt ist es kein schönes Gefühl, immer als reiche Gringa gesehen zu werden und zu begreifen, wie unterschiedlich unsere Welten sind. Bei den Hot Springs in Lares fühle ich mich überfordert und allein. Die letzten Tage haben Spuren hinterlassen. Die Sprachbarriere, Missverständnisse und fehlender Austausch belasten mich. Ohne die Möglichkeit, Kontakt nach Hause aufzunehmen, brechen plötzlich die Emotionen aus mir heraus. Schließlich entscheide ich mich, die Reise vorzeitig abzubrechen und bespreche mit Rosa und Octavio telefonisch den weiteren Weg. Wir haben gerade Octavio angerufen, also der hier geholfen hat, alles zu mit organisieren. Ich fühle mich einfach nicht wohl und es gab heute wieder so ein paar Sachen auf dem Weg, wo ich dachte, nein, ich glaube, ich werde mich auch die nächsten Tage nicht wohlfühlen. Und es war jetzt gerade ziemlich blöd, die Situation. Also wir haben dann halt ich mit ihm telefoniert auf Englisch, er dann wieder für Rosa übersetzt auf Quechua und irgendwie hat sich jetzt klären können, wir haben eine Lösung gefunden. Es ist schon schade, weil ich finde es super schön, mit den Tieren zu laufen, aber es hat halt keinen Sinn, wenn es einem nicht gut geht. Tja. Wir beschließen, noch heute nach Wakawasi zu laufen, wo Verwandte von Octavio leben, und morgen nach einer Lösung zu suchen. Octavios Bruder Alejandro und Frau Florentina haben eine Forellenzucht direkt am Haus.
Die Bergforelle oder auch Trucha ist ein bekanntes Gericht im Andenhochland. Weiter. Nee, nicht wieder die Schnürsenkel essen. Naja, das wird ihm noch fehlen die nächsten Tage, fürchte ich. Ja, heute ist der letzte Morgen begonnen und wir haben jetzt eine Lösung gefunden. Also ich werde dann einen Transport nehmen vom Marktplatz aus. Heute ist ja Markttag hier in dem Ort. Und die Lamas hier, die werden wohl irgendwie in einem Kombi auch transportiert. Da machen sie jetzt auch noch eine Fahrgelegenheit klar. Mal gucken, ob ich das noch miterlebe, bin gespannt. Aber ich habe schon gehört davon, dass es hier nicht wirklich so wie Pferdetransporter gibt, sondern genau, die Tiere dann halt ins Auto kommen, hinten. Wie auch immer das mit 3 Lamas klappen soll. Naja, und genau, dann gehen wir getrennter Wege. Aber ich habe es trotzdem weiter. Das ist wohl eine offizielle Lama-Abschiedsumarmung. Als Überraschung bringen mir Rosa und Florentina noch traditionelle Kleidung und laden mich zum Tanzen ein. Etwas unbeholfen mache ich mit und bin dankbar für das Zeichen ihres Vertrauens. Ich bin froh, dass wir nun im Guten auseinandergehen und nehme das Kollektivo nach Urubamba. Am Folgetag treffen wir uns noch einmal, um die Reise zu reflektieren, offene Fragen und Missverständnisse zu klären. Because all this came together, it was really hard for me to have no kind of way to communicate with someone in my language. Yeah, and you are feeling maybe responsible of if something will happen. Maybe I felt also too responsible for, because I normally have to do this when I walk in a group. Everybody has to feel responsible. That when I go up in the mountains, the same happens with me, because they are talking together and I'm really not part of the group, not of the conversation. And because I really don't know what they are talking about. And sometimes they are laughing, I think, and then they are doing like this, and then I think, where is it about? And of course we also have the experience when we explain that it's really like middle age or very simple life. We from Europe cannot imagine what it means. Yes. And this is really basic, more than basic, because there is nearly nothing. I think people in the mountains are really used to really hard life. It's so hard life in the mountains. We cannot imagine. It's really about sharing. You are sharing what you have. Also, when you have 2 potatoes, you share 1 potato. So that's the only way that you have a chance to survive more or less. So, and I think we also in Europe we are more used to take care of ourselves. And maybe in this case, Aunt was more worried about you than about herself and her daughter, because they were there to serve you. She is what we know from her is a person that nobody will go away without eating. And she needs to take care of grandchildren and managing the animals. She has another power, another character than normally women, for example. It's top women, I think. I have respect for her. Unser letztes Treffen hat mir eine neue Perspektive eröffnet und geholfen, die Missverständnisse besser zu verstehen. Meine Unerfahrenheit machte es nicht immer einfach. Doch bin ich dankbar für all die Begegnungen mit den Quechua. Sie haben mir gezeigt, wie anspruchsvoll das Leben der Nomaden in den Anden ist und warum sie so eng verbunden ihre Traditionen bewahren. Ich bin beeindruckt, wie Rosa und ihre Familie ihren Alltag voller Stärke in dieser rauen Umgebung meistern. Diese Reise hat mir wertvolle Einsichten geschenkt, die mich auf meinem nächsten Abenteuer begleiten werden.